Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute ist neben mir Angelina Patchouli. Wir haben schon ein Video für ihren Kanal gedreht, also schaut gerne auch bei ihr vorbei, es ist in der Beschreibung verlinkt. Jetzt haben wir etwas ganz Neues vor und zwar, wir würden gerne ihre Geschichte hören, was in deinem Kopf für ein Bild entsteht. Wenn ich dir Uhren zeige in Verbindung mit Düften, also du musst es jetzt matchen, im Vorfeld habe ich dir ein bisschen Zeit gegeben, dass du hier mal durchguckst und mit dem Video starten wir jetzt. Ich habe hier so ein paar Uhren vor mir jetzt liegen von verschiedenen Marken. Wir haben Rolex, Patek und Audemars. Kennst du dich mit Uhren überhaupt aus? So ein bisschen schon. Ja? Ja, ein bisschen schon. Sind da so manche Verbindungspunkte da? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, legen wir erstmal mit der bekanntesten Sportuhr von dem Hersteller Rolex los. Das hier ist eine Rolex Daytona mit der Keramiklünette. Ist sehr schwer zu bekommen, wird für das Dreifache gehandelt vom Listenpreis. Liegt aktuell so um die 30.000 €. Liste kostet die nur, glaube ich, 13 knapp. Wenn du jetzt die Uhr dir anschaust, ne, Stahl-Sportmodell, was für ein Parfum würdest du dazu matchen und was für ein Typ siehst du? Also an welchem Handgelenk siehst du so eine Uhr? Also mit jetzt Daytona habe ich schon mitbekommen, dass es echt krass schwer ist, da eine Uhr zu bekommen. Ja. Darf ich die anfassen? Natürlich. Ich habe jetzt schon angefasst. So, Darf ich die anfassen? Darf ich dann? Ja, okay, welche Geschichte? Ich habe jetzt nicht immer sofort eine Geschichte im Kopf, wenn ich irgendwie einen Duft rieche. Nicht immer. Es gibt Düfte, die langweilen mich auch extrem. Also das hört sich bei dir anders an. Wenn ich im Livestream da sitze, dann hört es auf einmal, also du bist ja in der Badehose. Am Strand von so und so. Dann läufst du entlang, da hängt dann Orange. So läuft das eigentlich. Ein Flamingo läuft da durch. Ja. Ja, aber es kommen ja auch nur die guten Düfte in meinen Videos. Die Langweiler-Düfte, die kommen halt auch nicht in meinen Videos. Deswegen. Nee, aber zu der Uhr. Ich habe die mir jetzt so angeschaut und schwarz, so ein bisschen sportlich, wie gesagt, ne? Daytona, selten. Ich würde mir jetzt da Sylvester Stallone vorstellen. Hat er übrigens auch. Hat er die? Können wir ein Bild einblenden. Sylvester Stallone trägt diese Uhr unter anderem auch. Ich habe es echt nicht gewusst. Ja. Also ich habe es nicht gegoogelt oder so. Ich wusste auch nicht, was Marc mir jetzt hier vorlegt. Und Sylvester Stallone trägt nicht extrem Frisches. Ich würde sagen, er trägt auch nichts Süßes. Nee, Sylvester Stallone ist ein Mann. Der ist ein kerniger Mann. Richtiger Mann ist das. Ich würde jetzt hier fast schon sagen, der trägt Crystal Bomb von Len. So könnte ich so unterschreiben. Ist halt ein Duft, kannst du mal aufsprühen. Ich sprühe die mal auf, ja. Wir haben hier schon so Ledernoten mit drin. Passt zu ihm. Ja, es ist schon, wenn man so sich auch sein Gesicht so anschaut und sowas. Ich glaube, das wäre so von der Charakteristik, könnte man das schon sagen, dass das passen würde. Sehr schöne Marke, Len. Ich mag die Düfte. Crystal Bomb ist so der Topseller. Hält der eine Weile? Die haben ja extrahiert, also Extra de Parfum und Duftöl ist bei 20% und auf jeden Fall langlebig. Also kann man mitarbeiten. Bei Silvester, der trägt auch nur Biester. Ja, klar. Deswegen habe ich gefragt, ob ich das so unterschreiben kann. Ja. Also ich musste auch sagen, bei so einem Duft, das ist jetzt keiner, der jetzt extrem schwierig zu tragen ist. Viele Männer, die den riechen, glaube ich, würden den einfach so würden sagen, guter Duft, nehmen wir. Ja, Leder. Mag ich aber auch. Ledernoten. Und irgendwas Süßes ist ja auch drin, irgendeine Beere oder so? Dunkle Johannis oder irgendwas Dunkles kann da mit drin sein, ja. Ah, okay, cool. Also kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht getestet. Ist ein guter Match, auch von dem Äußeren her, würde ich sagen, kann man so stehen lassen. Das wäre Match Nummer 1. Machen wir weiter mit einem anderen Hersteller. Wir haben jetzt Audemars Piguet, das ist eine eingestellte Uhr, die Royal Oak, als Dual Time. Also hier hat man 2 Zeitzonen, eine Tag- und Nachtanzeige und die Power Reserve Anzeige. Audemars Piguet ist für die Royal Oak mehr oder weniger bekannt. Also es gibt auch noch andere Modelle innerhalb der Kollektion, aber ja, diese Uhr wird aktuell gehandelt für 53.000 € und ist halt aus Stahl. Jeder, der so bei Rolex schon mal alles durch hat, wechselt dann eigentlich zu dieser Marke jetzt hier. Ja, die ist ja schon kantig. Was würdest du? Darf ich sie anfassen? Ja, feel free. Ich weiß nicht, in letzter Zeit tragen auch relativ viele Rapper gut jetzt auch Rolex, aber ich habe so das Gefühl, dass die Marke jetzt immer mehr im Kommen ist, oder? Richtig, korrekt. Ja, dass man die immer sieht. Ja, die haben sich von der Positionierung, haben die ein tolles Marketing betrieben, haben alle Konzessionäre gekündigt, machen den Vertrieb nur noch selber, es gibt keine Preisnachlässe mehr und das hat sich sehr bemerkbar gemacht und man wird noch einiges von dieser Marke auch hören. Haben die auch mehr limitiert? Also die Verfügbarkeit ist halt schwierig, sie bauen nur 40.000 Uhren für die Welt. Ah, okay. Also es ist ein kleiner Markt. Ne? Ja.
Ja, 40.000 hört sich jetzt nach wenig an. Ja. Okay, also sportlich. Ich sehe jetzt die Uhr einfach jetzt ganz spontan. Ja. An einem deutschen Rapper. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum Deutsch, aber irgendwie, wenn die jetzt Gold wäre, hätte ich wahrscheinlich Ami gesagt. Okay. Mhm. Hätte ich Ami gesagt. Eher so ein bisschen sportlich, darf auch frisch sein. Hätte ich jetzt mal. Würde ich auch sagen, ja. Oder? Ja. Ne. Mhm. Ich habe jetzt hier mal überlegt, ob jetzt hier Histoire de Parfum oder hier Sergio. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mit denen hier, Mephisto. Den Ja, hätte ich jetzt die bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit eigentlich von Nicht? mir, aber musst du nochmal aufspringen, ich erinnere mich nicht mehr ist daran. auch, glaube relativ viel drin. Ja. Ich glaube, ich hatte den Duft auch mal in einem Video von mir gezeigt, aber den anderen, den Gentle helleren. Umo, ja. Ja, genau. Aber der riecht schon sehr ähnlich wie der jetzt hier. Der hat sowas, der hat was Frisches, aber auch irgendwie Kaltes. Riech mal. So kalt, frisch, so ganz pudrig süß, so ein bisschen hier. Ah, ist auf jeden Fall so der Saubermann, ne? Also genau. es ist auch nicht zu kompliziert. gut auch kombinierbar für jeden Tag und man Genau. wird auf jeden Fall unverkennbar wahrgenommen. Ja, Nicht genau. viele Leute würden sowas von der Duft-DNA tragen, ne? Nee. Also eben Rapper, so ein deutscher Rapper, vielleicht Crow oder so. Ja. Ich hatte die Uhr. Nee, also nicht, dass ich wüsste, ne? Falls Also, Crow zuguckt, das ist deine Uhr. ja. Sehr guter Match, auch von der Farbe her, muss man sagen. Du hast dich so ein bisschen Ja. auch da, ne, Ziffernblatt und so, passt schon alles gut zusammen, muss Ja, man sagen. genau. Nicht schlecht, nicht das schlecht. muss passen. Auch wenn es keiner sieht. Ja, sehr gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Modell. Hier gehen wir einmal zu einer etwas auffälligeren Uhr. Einer der Topseller in 2018, 2019 war dieses Iced-Out-Thema. Das heißt, alles, was mit Steinen ist, haben wir hier eine voll ausgefasste Datejust. Diese Uhr liegt aktuell so knapp bei 16.000 Euro. Und ja, 16. 16, ja. Also jeder, der jetzt sich nicht damit auskennt, ne? Ja. Das ist halt Aftermarket. Das ist jetzt nicht original von Rolex. Wir haben später auch noch was von Rolex gemacht worden ist. Aber das ist halt eine Uhr, die ist günstig, aber sieht halt nach 100.000 Euro aus. Ich hätte die jetzt auch auf viel, viel teurer geschätzt. Nee. Also viel teurer hätte ich die jetzt geschätzt. Ach, okay, das ist krass. Aber okay, habe ich jetzt einen Menschen im Kopf? Justin, kennst du? Ja, Ja. der hat sie auch. Das war so der erste, der Ja. sie auch getragen hat Ja. im deutschen Raum. Okay. Eben, ich habe mal ein Video von ihm gesehen und ich glaube, wenn du jetzt sagst, es war die, dann hat er die getragen. Ja. Okay, dann ist das Justins Uhr. Was trägt Justin für Parfüm? Ja. Das ist jetzt unfair, ich weiß ja, was er trägt. Ne? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Weißt du gar nicht? Nein, ich gucke nur seine Reaction Ah, okay. auf Jeremy. Ja. Deswegen, also Justin, eigentlich ist er ja schon von den Klamotten schon so ein bisschen abgespaced. Also schon sehr, sehr auffällig. Die Uhr ist auch sehr auffällig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sehr auffällig. Habe ich jetzt hier gerade was sehr Auffälliges? Ja, wobei der ist auch sehr auffällig. Kennst du den? Ja, den kennst du, der ist ja. Deutsche Amalfi. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie er riecht. Also, es ist, glaube ich, zitrischer Duft, oder? Der riecht für mich, ich habe den auch letztens in einem Video mal aufgenommen. Ich weiß nicht, was ist das für ein Sprühstoß hier? Wie ein angezündeter Obstkorb, wenn der brennt. Ah. Also schon sehr auch abgespaced. hätte ich Können jetzt wir das nachstellen guck mal bei Stock Footage. Ein brennender Fruchtkorb, oder? Wenn du den anzündest, so ein bisschen, wisst ihr? Ich wüsste jetzt, also ich habe jetzt noch nie gerochen, halt ein angezündeter Duftkorb, aber wenn du sagst. Ich mach das mal und dann fange ich das Ja? ein und schicke dir das. Okay. Ja, es ist, ich sehe so frische Noten, also ich verbinde halt Justin nur mit Baccarat Rouge. Weil Ach, der trägt Baccarat Rouge? Ja. Nein. Ja, natürlich auch ein paar Tom Ford Düfte und so, aber Ja. Baccarat Rouge ist so sein Duft. Ne? Okay, aber passt auch zu ihm. Ist auch so ein bisschen eher abgespaced. Ja, ja. Aber finde ich einen interessanten Weg, also von daher, nächstes Mal werde ich Justin den Duft zeigen. Also Justin, das ist dein Parfüm. Okay. Ja. Von der Flasche her muss man sagen, ist auch so etwas auffälliger mit dem Gelb. Ich mag Ja. die Farbe. Ich feiere den Duft auch gerade echt. Ja, cool. Dann machen wir mit einer anderen Marke, die wir jetzt so noch nicht hier präsentiert haben, und zwar die Marke Patek Philippe Aquanaut. Das heißt, wir gehen nochmal in ein anderes Preissegment. Die Patek-Modelle sind halt schon nochmal teurer. Wir haben hier die reguläre 5167 ist das, mit den Dreizeigern und dem Datum. Kostet Liste 18.350 Euro, meine ich, und wird aktuell verkauft über 50.000 Euro. Ist eine sportliche Uhr, aber man muss dir vor Augen führen, diesen Geldbetrag auszugeben für eine Uhr am Kautschukband, Ja. das ist schon crazy. Ja, finde ich halt auch. Und ich finde sie ganz ehrlich echt nicht schön. Ja? Ja. Ja, falls ihr Interesse an der Uhr habt, www.markgeber.com. Genau, die gibt es bei ihm auf der Seite, die werde ich nicht einstellen. Die bleibt hier. Ja. Es ist immer eine Der Name? Frage. Aquanaut heißt sie. Ja, aber halt der Name, du zahlst für den Namen, oder? Ja, Oder kann die irgendwas... Also Patek ist halt vom Prestige her so die Marke, die halt seit jeher bekannt ist für so Luxusuhren und die machen 80.000 Uhren für die Welt aktuell, also doppelt so viel wie Audemars. Nicht viel, klar, aber es ist halt innerhalb der Linie, wenn man jetzt
jetzt eine Nautilus kostet 100.000 € und die jüngste Uhr vom Aussehen her ist halt die Aquanaut. Von daher, die Leute mögen es einfach. Ah, okay. Irgendwas mit meiner Stimme, ich merke schon die ganze Zeit. Das war schon beim zu viel Parfüm gespielt. Ja, wahrscheinlich. Würdest du jetzt sagen, dass das Werk im Vergleich zu einem Rolex-Werk besser ist? Der Werk interessiert keinen. Echt? Nee, also Werk spielt gar keine Rolle. Also absolut, also Werk ist wirklich komplett, interessiert gar keinen mehr. Da kann, also Hauptsache der Zeiger bewegt sich quasi durchgehend und nicht wie beim Quarzwerk, aber es ist wirklich heutzutage so, dass auch die jungen Leute ausschließlich auf Aussehen achten. Ja, okay, die äußeren Werte. Ja. Gut, also... Wer trägt so eine Uhr? Ich frage mich jetzt Angelina, wer trägt diese Uhr? Die sieht echt nicht gut aus. Ich würde sie keinem von euch empfehlen, kauft sie nicht. Oh mein Gott. Nein, wer trägt so eine Uhr? Also ganz spontan würde ich sagen, irgendeine langweilige Person, weil ich finde ich finde die Uhr langweilig. Jetzt haten mich wahrscheinlich mega viele Leute, die jetzt diese Uhr einfach mega gern hätten zu Hause, aber wer trägt so eine Uhr? Warte, lass mal kurz. Ganz spontan. Also ich weiß nicht, warum der jetzt in meinem Kopf ist, aber Thomas Gottschalk. Boah, Thomas. Ich weiß nicht, warum Thomas Gottschalk jetzt in meinem Kopf ist. Ich habe das so ein netter Mann mit so Locken. Thomas, auf jeden Fall, wenn du eine Uhr tragen willst, mein Respekt. Weil an ihm sehe ich. Das wäre aber cool. Wäre cool. Also Thomas Gottschalk. In der Uhr, glaub mir, wenn er das tragen würde, ich würde sagen, Respekt, Thomas. Weil das schon so ein krasses, das wäre cool, ja. Ich weiß nicht, warum der jetzt in meinen Kopf reingekommen ist, aber weil ich kann mir den jetzt halt voll nicht vorstellen mit so einer Uhr. Irgendwie? Doch, oder Thomas mit Gottschalk. So einer Daytona? Thomas war doch richtig ausgeflippt. Der Thomas hat manchmal Sachen getragen, wo du gedacht hast. Wirklich? Ja, schon. Bei Wetten, das auch? Ich glaube, seine Ex-Frau hat ihn eingekleidet, die war ja so Designerin, dann auf einmal in so einem Barockstil, dann so. Ah, stimmt, da war was. Und dann auf einmal mit einer roten, engen Hose so. Vielleicht Thomas Gottschalk, wenn er zu Hause ist. Ich habe halt jetzt ihn im Kopf, als Corona war. Also retired. Ja, so, okay, genau. Also jetzt. Thomas Gottschalk jetzt. Thomas Gottschalk jetzt. Genau. Trägt diese Uhr und welcher Duft passt zu dieser Uhr? Dadurch, dass es jetzt ein Kautschukband ist, vielleicht auch irgendwas Sportliches, Maritimes, irgendwie sowas. Ich gehe jetzt mal davon aus, damit kann man auch ins Wasser gehen. Ja, klar. Ja, bei dem Preis erwarte ich das. Fortinats von Serjoff. Ja, habe ich erst vor kurzem auch bekommen. Ist ein krasser. Schöner Duft, ne? Ja. Die Flasche ist auch ein Traum. Ich liebe die Flakons von Serjoff und der riecht einfach nach Salzwasser und Maritimnoten, oder? Irgendwie hier. Das ist doch der Club der Yachten. Ja. Fortinats. Ja. 60 Knoten. Mega. Also mega, ich liebe den. Also eigentlich hätte ich die jetzt nicht gematcht, weil den liebe ich, den Duft, und die Uhr finde ich jetzt nicht so geil, aber ich vom Feeling einfach. Ja, also ist, finde ich, sehr, sehr schöner, frischer Duft. Kann man aber, glaube ich, das ganze Jahr auch tragen, oder? Ja, Fortinats. Auf jeden Fall, ja. Und er ist sehr besonders. Also wenn dich alles langweilt im Sommer, jeder Duft, wenn du von jedem gelangweilt bist, dann trag den. Okay. Ja. Also ich finde den echt geil. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zur teuersten Uhr hier auf dem Tisch, und zwar die Day-Date Pearlmaster Masterpiece. Das ist eine Uhr, die nicht Aftermarket besetzt ist. Wir haben hier ein Meteorit-Ziffernblatt mit Teardrop-Diamanten und Baguette-Lünette und nochmal Baguettes auf den Armbändern. Aktuell bin ich so der Einzige, der die Uhr gerade im Verkauf hat. Von daher, es gibt die mit verschiedenen Ausstattungen. Man kann es ohne Armband nehmen, mit anderem Ziffernblatt. Das hier ist eine sehr, sehr schöne und ganz besondere Uhr, die man nicht mehr wiedersehen wird. Also von daher, die liegt aktuell bei 159.000 €. 159, ist auch echt schwer. Ja, Platin. Platin. Ja, teurer als Gold, ne? Ja. Darf ich die verkratzen? Ich bin jetzt hier mit meinem Ring so dran. Achso, nein, so ist kein Problem. Okay, also sie ist echt schön. Also das Zifferblatt ist mega. Ja. Mega. Besondere Uhr, besonderer Duft. Jetzt überlege ich, welche Person trägt denn... welche Person trägt diese Uhr? Ja. Bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Also die Uhr ist von einem Mann. Mann. Mann, welcher Mann trägt die? Also es muss auch ein extravaganter Mann sein. Ja, schon, ne? Kanye West, Extravaganz pur. Ich glaube, wollte er nicht Präsident werden? Ja, ich hatte eine Pearlmaster. Also es gibt diese Modellserie. Also viele amerikanische Rapper haben schon. Das ist ja ein spezielles Armband, was halt Pearlmaster gibt dieses Armband, und es gibt ein paar Rapper tragen dieses Modell, aber halt in Gold und so weiter. Aber Kanye West könnte schon passen. Ja, der ist so abgespaced, so ein bisschen crazy, und ich glaube, der mag auch dieses Bling-Bling-Zeug, Platin. Ich glaube, er hat das Kleingeld dafür halt auch. Ja. Ganz, ganz knapp. Also ein extravaganter Duft muss das sein, auf jeden Fall.
welchen habe ich denn? Ich habe jetzt hier, ja gut, Kanye West passt jetzt eigentlich nicht zum Orient. Ne? Nee. Ich finde, der hat was Extravagantes. Er ist jetzt zwar nicht so extrem extravagant, eigentlich hätten wir jetzt Ich finde den schon sehr crazy, glaub mir. Ich sprühe den jetzt nochmal. Ich habe den jetzt heute das erste Mal getestet. Also dieser Duft, ja, ich habe ihn die letzten Tage immer getragen. Das ist einfach, Picowa Dama ist ein absolut, das heißt, hat meine Duftwelt nochmal auf den Kopf gestellt, weil dieser Mix von frisch gewaschenem mit diesem Weihrauch ist einfach super crazy. Seife, ja. Aber eine edle Seife. Und ich finde halt den Stilbruch so in meinem Kopf, finde ich halt ganz cool, wenn du dir Kanye West vorstellst, mit dieser ist halt schon auch irgendwo eine elegante Uhr. Er trägt dann dazu seine rote Gap oder Gant oder wo ist der nochmal? Diese Jacke, welche Marke ist das nochmal? Ich glaube bei Gap ist das. Und dazu halt diesen Duft. Eigentlich ist der Duft fast schon sehr konservativ vielleicht. Stimmt, ja. Und wenn dann jemand den super sportlich rockt. Ja, stimmt. Doch, das passt, ja. Also mega doof. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn auch zugeschickt. Herbert hat mir geschickt und aus der Stone Label Kollektion. Gute Wahl, Herbert. Preis habe ich keine Ahnung, was sowas kostet, aber der ist auf jeden Fall gut. Ja, der hat was. Der hat so was Elegantes irgendwie. Meinst du, viele Leute können den tragen? Ja. Meinst du? Ja, ich finde schon. Meinst du echt? Ja, jetzt riech doch mal. Das ist so ein Duft, den musst du den Leuten zeigen und dann feiern die den auch. Ja, der riecht auf der Haut auf jeden Fall nochmal anders. Und wenn nicht, dann habt ihr halt keinen Geschmack. Nein, Scherz. Der ist schon einzigartig. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, ihn zu testen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Auf jeden Fall, ja. Aber hier haben wir einen guten Match und gefällt mir. Ja. Kann ich mir gut an Kanye West vorstellen. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir werden dich mit Sicherheit demnächst wieder bei unseren in den Livestreams sehen, wenn wir auf deine Videos reacten. Und von daher schaut gerne bei ihr vorbei. Unten ist alles verlinkt und dann bedanke ich mich und bis bald. Ciao. Ciao.